Meine Kindheit wurde geprägt von Nickelodeons Sendungen. Ich wollte auf die Schauspielschule von Victorious gehen, so eine Freundesgruppe wie bei Zoey 101 haben und ich wollte einen YouTube-Kanal haben, genauso wie bei iCarly. Und wow, ich habe gerade realisiert, dass ich ja tatsächlich einen YouTube-Kanal machen darf und wer weiß, wie viel diese Sendung dazu beigetragen hat. Die Schlagzeilen, die man aber heute so zu Nickelodeon und den Sendungen liest, eher nicht so geil. Immer mehr Teenie-Stars von damals sagen heute, lief nicht alles so schön fröhlich, bunt und unschuldig ab, wie es aussah. Vor allem fand ich die Figur von Sam von iCarly am coolsten. Sie war lustig, hat irgendwie immer viel gegessen, hat nicht so viel auf die Meinung von anderen gegeben. Sie war ein bisschen rougher als der Rest. You wanna be on iCarly? Totally. What do I gotta do? I'll show you. Put it on the map. Come on, you can do it. Come on, give me that. She's not like other girls. Ja, einfach nicht wie die anderen halt. Ich fand's damals sympathisch, okay? Und das mit den Füßen, darüber müssen wir auch reden. Sams Figur war so beliebt, dass sie danach sogar noch eine Spin-off-Serie zusammen mit Ariana Grande namens Sam und Cat bekommen hat. Aber was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, die Schauspielerin von Sam, Jennette McCurdy, sagt, dass sie zu diesem Zeitpunkt die wahrscheinlich schlimmste Zeit ihres Lebens hatte. Sie berichtet heute von einer manipulativen Mutter, die um jeden Preis gewollt haben soll, dass sie Schauspielerin wird, von einem gruseligen Umfeld bei Nickelodeon, dem keiner und erst recht kein Kind ausgesetzt sein sollte und spricht über ihre Essstörung und ihr Kindheitstrauma. Richtig heavy, aber weil sie so offen darüber redet, hat sie eine Diskussion neu entfacht, die lange überfällig war. Immer mehr Leute graben alte Folgen von Nickelodeons Serien aus und hinterfragen, was da eigentlich wie gezeigt wurde und schauen sich die Leute und ihre Skandale hinter den Kameras etwas genauer an. Es wird hier unter anderem um Essstörungen und Kindesmissbrauch gehen. Unten bei den Kapiteln markieren wir euch, wann wir genau über was sprechen und wenn ihr euch mit einem bestimmten Thema nicht so wohl fühlt, dann könnt ihr natürlich einfach skippen oder wenn es gar nicht geht, erst beim nächsten Video wieder reinschauen. Und für den Rest, let's do this. Diese ganzen Vorwürfe rund um Nickelodeons dunkle Seite, problematische Szenen und noch problematischeren Mitarbeitenden sind übrigens nicht neu. Es gibt wirklich sehr viele Videos auf YouTube und richtige Rabbit Holes, in die man hier abdriften kann zu dem Thema, von dem eins verstörender ist als das andere. Aber bisher gab es kaum konkrete Aussagen, was genau wem passiert sein könnte und nur vage Vermutungen, Theorien und Nachrichten, die sehr strange waren, aber schnell unterm Teppich gekehrt wurden. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, denn Jennette McCurdy hat ihre Biografie I'm Glad My Mom Died rausgebracht, also übersetzt, ich bin froh, dass meine Mutter gestorben ist. Richtig heftiger Titel, der im ersten Moment auch vielleicht etwas komisch rüberkommen kann, aber wenn man ein paar Ausschnitte davon liest, dann kann man ihn auf jeden Fall nachvollziehen. Also, ich konnte es zumindest. Sie arbeitet hier vieles aus ihrer Kindheit auf. Sie spricht vor allem über die sehr komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter, die, wie der Titel sagt, mittlerweile gestorben ist. Laut Jennette wollte ihre Mutter alles dafür tun, dass sie eine erfolgreiche Kinderschauspielerin wird. So sehr, dass sie nicht gewollt haben soll, dass sie erwachsen wird. Deswegen soll sie die Entwicklung ihres Körpers hinausgezögert haben, indem sie in eine Essstörung gebracht haben soll. Außerdem soll ihre Mutter sie regelmäßig geduscht und sie dabei bis ins Teenie-Alter missbraucht haben. My mom also had cancer when I was 2 years old. That was the first time she was diagnosed. So not only was it chaotic because of the abuse that was happening and my mom's violent and erratic, unstable behavior, but also because we all lived in fear of her cancer coming back. Dass Jennette übrigens ihre Familie mit ihren Schauspieljobs durchgefüttert hat und sie so in gewisser Weise abhängig von ihrer Karriere waren, macht die Sache nur noch komplizierter. Checkt dazu gerne mal Auroras Video zu Schattenseiten von Kinderstars aus, falls noch nicht gesehen. Das alles zeigt, wie weit Eltern von Teenie-Stars im schlimmsten Fall gehen können und dass sie die Augen vor Dingen verschließen, die den Kinderstars zum Beispiel am Set widerfahren und so das Ganze weiter zulassen. Womit wir schon bei Jennettes Vorwürfen gegen Nickelodeon und einen speziellen Menschen wären. Jennette nennt keine Namen, sondern bezeichnet eine Person bei Nickelodeon nur als den Creator. In einem Abschnitt beschreibt sie, wie der Creator sie zu Alkohol gedrängt haben soll, als sie 18 war. In dem Alter darf man in Amerika ja noch keinen Alkohol trinken. Er soll so Sachen gesagt haben wie, die Kinder von Victorious betrinken sich auch ständig zusammen. Wir müssen euch etwas härter machen. Bis er sie zum Trinken überredet haben soll. Ja, jetzt würde auch der TikTok Sinn machen, in dem ein Schauspieler von Victorious das hier über seine Erfahrung bei den Dreharbeiten gesagt hat. Der Creator soll ja außerdem danach zu nahe gekommen sein, indem er seine Hand auf ihr Knie gelegt haben und sie massiert haben soll, obwohl sie das nicht gewollt haben soll. Hier beschreibt sie, dass sie nichts gesagt habe, weil sie Angst gehabt haben soll, ihn damit zu beleidigen. Hier muss man sich, glaube ich, nochmal die Machtverhältnisse vorstellen. Das wäre in dem Fall ein erwachsener Mann in einer Machtposition bei ihrem Arbeitgeber, der außerhalb des Arbeitsumfeldes alleine mit ihr gewesen sein soll und dabei so Sachen gesagt haben soll wie, jedes Kind würde töten für die Möglichkeit, die du gerade hast. Du hast sehr viel Glück, Jennette. Auch so ein
ein richtig weirder Power-Move mit dem Spitznamen, oder? In einer anderen Situation beschreibt sie, wie man sie in der Garderobe am Set gezwungen haben soll, einen Bikini zu tragen, obwohl sie sich unwohl gefühlt haben soll, sich so entblößt zu zeigen. Aber auch hier soll der Creator darauf bestanden haben. Und auch bei den Dreharbeiten zu ihrem ersten Filmkuss soll er sie angeschrien haben. Später soll der Creator Ärger mit dem Sender bekommen haben, weil ihm emotionaler Missbrauch vorgeworfen wurde. Was allerdings dazu geführt haben soll, dass er in einem anderen Zimmer sein musste, um direkten Kontakt zu vermeiden. Die Drehtage sollen sich deswegen von 13 auf 17 Stunden verlängert haben. Könnt ihr euch das vorstellen? 17 Stunden. Das ist doch irre. Selbst 13 ist schon irre. Selbst 8 ist schon irre. Und nachdem die Serie Sam und Cat abgesetzt wurde, soll ihr dann als krönender Abschluss eine krasse Summe von $300.000 angeboten worden sein, mit der kleinen Bedingung, nie öffentlich über die Erfahrung bei Nickelodeon und speziell mit dem Creator zu sprechen. Die soll sie nicht angenommen haben, weil es sich für sie wie Schweigegeld angefühlt haben soll. Sie schreibt dazu, das ist ein Sender mit Programm für Kinder. Sollten sie nicht irgendeinen moralischen Kompass haben? Sollten sie sich nicht an eine Form von ethischen Standard halten? Das sind auf jeden Fall heftige Vorwürfe und natürlich fragen sich ganz viele Leute, wer denn eigentlich der Creator sein könnte. Viele vermuten, aus unterschiedlichen Gründen, zu denen wir noch genauer kommen, dass damit der wortwörtliche Creator dieser Serie Dan Schneider gemeint sein könnte. Unter anderem, weil bei jeder Folge Created by Dan Schneider steht. Also er ist der wortwörtliche Schöpfer der Serie. Er ist für viele Jahre erfolgreicher Produzent bei Nickelodeon gewesen und hat ungefähr alle Hitshows, die man so kennt, geschrieben. iCarly, Victorious, Drake and Josh oder die Amanda Show, nur um ein paar zu nennen. Und obwohl er diese ganzen Hitshows produziert hatte, wurde er damals im Jahr 2018 von Nickelodeon entlassen. Damals hieß es, dass seine Projekte zu Ende gingen und sich beide Seiten dazu entschieden hätten und dass das jetzt ein guter Zeitpunkt für beide wäre und dass sie im Guten auseinandergegangen sind. Und wegen diesen ganzen Vorwürfen damals und den neuen Vorwürfen von Jennette McCurdy hat sich jetzt auch Dan Schneiders Team mit einem Statement zu Wort gemeldet. Russell Hicks ist früherer Content- und Produktionsleiter bei Nickelodeon gewesen und hat zu diesen Anschuldigungen gesagt, dass Dan Schneider sich um die Kinder bei der Show gekümmert hat, auch wenn es ihre eigenen Familien nicht getan haben. Sie haben sich an ihn gewendet, wenn ihnen etwas passiert ist, und er hat verstehen können, was sie durchmachen mussten. Und außerdem, dass nichts hinter den Kulissen abgelaufen ist, ohne dass das Unternehmen davon mitbekommen hätte. Es gab viele Menschen, die jede Folge überprüft haben, aber auch Eltern und Betreuungspersonen, die sich jede Sekunde des Materials und jeden Witz angeschaut haben. Aber wenn so unglaublich viele Leute sich die Skripte und Videos angeschaut haben, frage ich mich, wie es möglich war, dass manche Szenen so gedreht und vor allem so gezeigt wurden. Es gibt sehr viele Beispiele aus Sendungen wie Sam und Cat, iCarly oder Victorious, die mittlerweile schwierig anzuschauen sind. Auch hier gibt es Unmengen an Compilations dazu auf YouTube, deswegen gehe ich jetzt mal nicht auf alle ein, aber der Vollständigkeit halber fasse ich mal zusammen, was so die problematischsten Szenen sind. Vielen stößt vor allem eine Sache etwas komisch auf, und zwar, dass wirklich auffällig viele Füße in vielen der Serien zu sehen sind. Besonders ist es vielen in den Serien von Dan Schneider aufgefallen. Sie werden sehr in your face in die Kamera gestreckt, sie werden massiert, oft gezeigt, sie zeigen Tricks mit Füßen, Fische krabbeln an Füßen, Füße werden angefasst, in allen möglichen Situationen. Und in Videos, die damals nur online als Zusatzmaterial verfügbar waren, wurden Füße auch mal mit Ketchup eingeschmiert. An der Stelle muss man ironischerweise sagen, dass selbst das Logo in den 90ern mal ein Fuß war. Was haben sie denn eigentlich mit diesen Füßen, ey? In verschiedenen Artikeln werden die Szenen auch als verstörend ohne wirklichen Mehrwert oder als ein bizarrer Fokus in seinen Shows beschrieben. Das Zeigen der Füße ist ja an sich nicht problematisch, aber es ist zum größten Teil nicht relevant für den Plot der Folgen und vor allem die Häufigkeit und Art und Weise, wie manche Füße gezeigt wurden. In, out. Duh. I mean, come on. Hinterlässt mit erwachsenen Augen ein sehr komisches Gefühl, findet ihr nicht? Und dass diese Kinderfüße so fetischisiert wurden und werden, zeigen die Kommentare und Titel und Kanalnamen von denen, die diese speziellen Szenen hier auf YouTube nochmal hochgeladen haben oder sie sich gerne anschauen. Und auch ein Fußfetisch an sich, meinetwegen alles okay, aber zum einen mit Zustimmung und zum anderen bitte nicht durch Kinder in einer Serie ausleben, die nichts dagegen tun können. Dass Dan Schneider auch regelmäßig über Füße getwittert haben soll und der Account von Sam und Cat teilweise Fans, also größtenteils auch Kinder, dazu aufgefordert hat, Fotos von ihren Füßen zu teilen, macht die Sache irgendwie nicht besser. Übrigens sind diese und viele andere problematische Tweets mittlerweile gelöscht worden. Dan Schneider hat auf diese Anschuldigungen in einem Interview reagiert und gesagt, dass diese Vorwürfe lächerlich seien und dass Kinder Füße nur mal lustig finden und dass das unschuldige Unterhaltung ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Und dann gibt es Szenen, in denen einige der Schauspielerinnen in Situationen gebracht wurden, die man als erwachsene Person problemlos als anzüglich lesen könnte. Vielen sind vor allem die Szenen mit Ariana Grande aufgefallen,
aufgefallen. In einer der heftigsten Szenen meiner Meinung nach, die auch nur online zu sehen war, versucht sie eine Kartoffel auf dem Bett auszupressen, während sie dabei stöhnt. Hier ist sie gerade mal 16 Jahre alt. In einer anderen Szene regelt sie sich im Bett, gießt Wasser über sich aus, weil sie es kopfüber trinken will. Und in dieser Szene ist sie leicht bekleidet zwischen Jungs, die sie mit Wasserpistolen vollspritzen, während sie in einem Bikini rumrennt. Male Gaze lässt grüßen, würde ich sagen. Wenn da wirklich so viele Leute drüber geschaut haben, gab es da wirklich nicht mal eine einzige Person, die gesagt hat, Leute, könnte komisch rüberkommen? Und nicht nur das, laut Schauspielerin Daniela Monet, die die Figur Trina in der Serie Victorious gespielt hat, sollen sie sogar Sorgen von der Schauspielerin ignoriert haben. In einem Interview hat sie sich vor kurzem dazu geäußert und gesagt, dass sie damals wegen einer Szene Nickelodeon kontaktiert habe. In der Szene isst sie eine saure Gurke, während sie Lipgloss aufträgt und soll damals das Gefühl gehabt haben, dass es zu sexualisiert sei für eine Kindersendung. Die Szene wurde trotzdem ausgestrahlt. Sie sagt außerdem, dass sie ihre Outfits nicht angemessen für das Alter fand und sich heute wünscht, dass manche Dinge nicht so sexualisiert hätten sein müssen. Aber für mich persönlich die verstörendste Sache an der ganzen Geschichte sind die verurteilten Sexualstraftäter, die bei oder mit Nickelodeon gearbeitet haben oder sonst Bezugspunkte zum Sender hatten. Oder wie Reddit sie liebevoll nennt, den Nickelodeon Creep Club. Und jetzt wird's richtig dark. Easel Ethan Channel hat 2003 im Animationsstudio von Nickelodeon gearbeitet, aber anscheinend ohne Background-Check, denn er war ein registrierter Sexualstraftäter und nach 7 Monaten wurde er verhaftet, weil es den Verdacht gab, dass er einen 14-jährigen Jungen belästigt haben könnte. Dieser Verdacht wurde vor Gericht bestätigt. Der Junge hat ausgesagt, dass er auf dem Nickelodeon-Parkplatz von ihm belästigt worden sei. Brian Peck ist Hollywood-Schauspiel- und Dialogtrainer, hat an mehreren Nickelodeon-Shows gearbeitet und wurde wegen unanständigen Handlungen mit einem Kind im Jahr 2003 verhaftet. Das minderjährige Opfer war zu der Zeit ein Nickelodeon-Star, wurde allerdings anonym gehalten. Er wurde in 11 Punkten angeklagt und in 2 wegen sexuellem Missbrauch an einer minderjährigen Person schuldig gesprochen. Er hat dafür 16 Monate im Gefängnis verbringen müssen. Aber nur 2 Jahre nach seiner Verurteilung hat er weiter mit Kindern bei Disney arbeiten können, und zwar als Synchronsprecher vom Spiegel in der Serie The Sweet Life of Zack and Cody. How? Martin Weiss ist Hollywood-Talentmanager für Kinder gewesen, die unter anderem in Nickelodeon-Shows zu sehen waren, und wurde verurteilt für das Belästigen eines minderjährigen Jungen, den er gemanagt hat. Das Opfer hat ausgesagt, dass er mehrere Jahre lang insgesamt 30 bis 40 Mal vergewaltigt wurde, bis er irgendwann 15 Jahre alt wurde. Martin Weiss hat keinen Widerspruch eingelegt, wurde zu 1 Jahr Gefängnis und 5 Jahren auf Bewährung verurteilt, aber wegen gutem Verhaltens nach nur 6 Monaten entlassen. Alter, ey. Ich zitiere mal an dieser Stelle kurz Anne Henry, Mitbegründerin der Biz Parents Foundation, einer gemeinnützigen Gruppe, die sich für Kinderschauspieler und ihre Familien einsetzt. Der Fakt, dass ein Mann Kinder misshandeln kann und 6 Monate dafür im Gefängnis sein kann, ist herzzerreißend. Und dass er heute direkt wieder mit Kindern in unserer Branche arbeiten kann, ist einfach inakzeptabel. Jason M. Handy war Produktionsassistent bei Nickelodeon und wurde 2003 verhaftet wegen unzüchtigen Handlungen an einem Kind, sexueller Ausbeutung von Kindern, Versenden von schädlichem Material über das Internet und Besitz von Kinderpornografie. Was Dan Schneider angeht, der ja auch hier als Teil vom Creep Club erwähnt wird, ihm konnte nie offiziell sexuelle Belästigung oder ähnliches nachgewiesen werden. Auch wenn es viele Bilder gibt, die im Internet rumgeistern, auf denen zu sehen ist, wie nah er einigen der Mädchen, die in seinen Shows zu sehen sind, gekommen ist, reicht das nicht als Beweis aus, um das eindeutig so sagen zu können. Bevor er Nickelodeon verlassen hat, ergab eine interne Untersuchung vom Sender im Jahr 2018, dass Personen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, ihn als verbal ausfallend beschrieben haben. Er soll kontrollierend gewesen sein, ein schwieriger Showrunner, der zu Wutausbrüchen und wütenden E-Mails geneigt haben soll. Außerdem soll er Massagen gegeben bzw. danach gefragt haben und Kinderdarsteller außerhalb der Arbeitszeit per SMS angeschrieben haben. Also nach den 17 Stunden dann, oder? Er hat auf diese Anschuldigungen geantwortet und sich verteidigt. Er habe hohe Standards und sei bereit, kreative Dinge zu verteidigen, an die er glaube. Und zu den Vorwürfen des unangemessenen Umgangs mit den Stars in seiner Show sagte er der New York Times: Ich könnte und hätte nicht die langen Freundschaften und Loyalität von so vielen Menschen, wenn ich meine SchauspielerInnen, insbesondere Minderjährige, misshandelt hätte. Vielleicht fragt ihr euch, wieso jetzt? Das ist Jahre, teilweise Jahrzehnte her. Wieso kochen die ganzen Geschichten jetzt erst hoch? Dazu können wir uns zum Beispiel die Proteste anschauen, die Schauspielerin Alexa Nicholas aktuell organisiert. Auch sie war Schauspielerin bei Zoey 101 und fordert mit ihren Protesten, dass die Vorfälle rund um Nickelodeon unabhängig aufgearbeitet werden sollen. In ihrem Instagram-Livestream sagt sie unter anderem, dass sie sich von Nickelodeon damals nicht beschützt gefühlt haben soll. Sie nennt keine genaueren Details, was ihr passiert ist, beschreibt aber der Seite TMZ ihre Erfahrung beim Sender
als traumatisch. Ihre Message ist, beschützt die Kinder und nicht die TäterInnen. Deswegen hat sie die Forderung, dass NDAs, die unterschrieben wurden, aufgehoben werden sollen. Ein NDA ist ein Non-Disclosure Agreement und ist übersetzt eine Geheimhaltungsvereinbarung zu allen Informationen eines bestimmten Projektes. Und diese unterschriebenen NDAs könnten natürlich der Grund sein, warum so viele bisher nichts über die Vorfälle sagen konnten. In Kalifornien sind diese NDAs, die Anschuldigungen, die mögliche sexuelle Belästigung vertuschen, seit 2021 nicht mehr erlaubt, aber das bezieht sich nicht auf die Verträge, die vor diesem Gesetz unterzeichnet wurden. I have come across many survivors that want to be freed from their NDAs because with time they've realized, obviously through social media, we've all become more educated about certain issues. A lot of people didn't even know what was actually happening to them during that time. And the NDAs are so broad that literally if, let's say, the survivor goes to a media outlet and tells the media outlet about the NDA, for each click, each click is a $60,000 fine sometimes. So imagine the pressure. Sie sagt also, dass durch solche Verträge mutmaßliche TäterInnen keine Strafe abbekommen, aber Opfer, wenn sie darüber reden, schon. Und der Punkt, dass man als Kind gar nicht versteht, in was für einer Umgebung man da eigentlich gerade ist natürlich auch extrem wichtig. Jeanette hat über die Erfahrung als Kinderstar nämlich das hier gesagt. You're playing an adult's game. You're in an adult's world, and you don't recognize that. You're incapable of being on that level, but you are confused and you think that you are. Und wenn dann auch noch ein traumatisches Erlebnis passieren sollte, dann wird das alles ja nur noch komplizierter und verwirrender. Es braucht also, wie in ihrem Fall, meistens Jahre und viel professionelle Hilfe, bis man solche Erlebnisse allein für sich persönlich aufarbeiten kann und erst recht, um darüber öffentlich reden zu können. Wenn das alles wirklich so passiert sein sollte, dann stellt das für mich viele meiner absolut liebsten Kindersendungen unter einen sehr dunklen Schatten. Wie konnte ein Sender, der ein Safe Space für Kinder sein wollte, zu dem genauen Gegenteil für so viele von ihnen werden? Die Schauspielerinnen, die ich mir früher gerne angeschaut habe, sprechen heute darüber, dass sie sich bei Nickelodeon sexualisiert, traumatisiert und nicht sicher gefühlt haben. Aber trotzdem möchte ich an einer positiven Note enden, denn wir versuchen hier auf dem Kanal natürlich die Brust-raus-Momente zu finden und zu feiern und von denen gibt es hier ganz schön viele. Der größte Brust-raus-Moment gilt dem Mut von Jennette McCurdy. Nicht nur, weil sie mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen ist und damit beigetragen hat, dass mehr Leute über das alles reden und darüber diskutieren, sondern auch, weil sie sich im Endeffekt gegen ihre Schauspielkarriere entschieden hat. Eine Karriere, in der sie sehr erfolgreich war, die ihr zwar Fame und Geld gebracht haben, bei der aber ihre mentale Gesundheit gelitten hat. Beim iCarly Reboot letztes Jahr war sie nämlich nicht dabei. 6 months or so were after that decision, I completely thought, oh God, what did I do? I walked away from a career that so many people want and why would I walk away at this time and what was I thinking? And it was challenging to stick to my guns, but I did because as much self-doubt as there was, underneath it, there was that feeling of, I know it's the right decision. Und ihr Brust-raus-Moment hat zu vielen anderen geführt. Dazu, dass Alexa Nikolas mit ihrem Protest vor dem Nickelodeon laut und medienwirksam fordert, dass das alles aufgearbeitet wird. Und dass auch Daniela Monet jetzt klar gesagt hat, ich habe mich unwohl gefühlt und mich hat keiner gehört, ist für mich auch ein Brust-raus-Moment, weil das nicht so viele Leute so klar und deutlich bisher gesagt haben oder vielleicht sagen konnten. Auch Alison Stoner, die als Kind auch bei vielen Nickelodeon- und Disney-Produktionen dabei war, hat Jeanette und alle anderen Schauspielerinnen supportet. In diesem YouTube-Video spricht Alison Stoner etwas genauer über ihre sehr belastenden Erfahrungen als Kinderstar und sagt, dass sie das gesundheitlich und psychisch an ihr Limit gebracht hat. Sie fordert, dass die Studios, Agenturen und Vormünder mehr Verantwortung übernehmen müssen, dass die Sicherheit und das Wohlergehen von KinderschauspielerInnen gewährleistet werden müssen, zum Beispiel indem immer eine psychologische Fachkraft am Set ist. Aber auch die Kinderarbeitsgesetze müssen zum Schutz der Kinder laut ihr verändert werden und ihrer Meinung nach müssen Erziehungsberechtigte ordentlich ausgebildet werden. Ihr Vorschlag wären verpflichtende Medienkurse. Sie sagt, das wären einfache und wichtige nächste Schritte. Vielleicht sollten wir hier an der Stelle auch mal ganz kurz über Social Media Kinderstars reden, aber ich glaube, das wäre ein anderes Video. Und wenn ich mir zum Beispiel den Tweet von Alison anschaue, in dem sie vor Jahren mal gesagt hat, dass Disney ihr etwas angetan haben soll, kriege ich so das Gefühl, das hier könnte erst die Spitze des Eisbergs sein, die vielleicht auch nicht nur den einen Sender betreffen könnte. Auch die Polizei ging in den Vorfällen, die damals bekannt geworden sind, davon aus, dass es wahrscheinlich mehr Opfer gegeben haben könnte. Ich kann nur hoffen, dass alle, die diese traumatisierenden Erfahrungen machen mussten, das alles ordentlich aufarbeiten können, um damit abzuschließen und mehr Menschen den Mut und die Chance kriegen werden, darüber zu reden. Schreibt mir bitte mal eure ganzen Gedanken dazu in die Kommentare. Habt ihr überhaupt davon mitbekommen? Und wenn ja, seht ihr das alles jetzt auch mit anderen Augen? Ich bin sehr gespannt. Hier kommt ihr zu Auroras Video zu Kinderstars und was da sonst alles schief laufen kann und mit reinspielen kann. Und hier kommt ihr zu einem unserer letzten Videos. Gebt uns für den Algorithmus gerne mal einen Daumen nach oben, das hilft immer sehr. Und auch
auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Bye!